Hallo ihr Lieben, willkommen zum Neumond-Orakel. Wir schauen, was die Neumondphase mitbringt. Schaut euch das an. Hier haben wir den Glücksfall und hier unten haben wir die Finanzen. Ich hoffe, dass sich für euch alle das jetzt schon ereignet. Irgendetwas fällt uns auf den Weg, beglückt uns. Es kann hier auch sein, dass es natürlich ein Glück im Finanziellen ist, weil die Finanzen unten dran sind. Aber es kann natürlich auch etwas sein, das enorme beruhigende Wirkung hat auf den finanziellen Bereich. Ne? Ich lasse die Karte mal hier liegen. Am Rande. Ja, braucht man eigentlich gar nicht viel sagen. Wir vertiefen das jetzt noch ein bisschen. Und gucken, wo in der Neumondphase hier ein bisschen Glück zu sehen ist. Hier haben wir einen Umbruch, etwas, was zäh ist, was sich schon so gezogen hat über längere Zeit. Etwas, was schon verankert war in uns. Ja. Der angezeigt wird. Das können hier aber auch Umbrüche im beruflichen Bereich sein, die hier mit einem Glücksfall einhergehen. Auch mit den Finanzen, oder aber ein Thema, das ihr lange bearbeitet habt, das jetzt zum Tragen kommt. So, dann haben wir hier das Sicherheitsgefühl im Kopf, die Möglichkeit, uns neue Türen zu öffnen. Und wir haben im Unterbewusstsein die Öffentlichkeit drin, das Außen. Ne? Da möchte vielleicht etwas mehr angeguckt werden. Glücksfälle kommen oft von außen, die plant man nicht, die hat man auch nicht im Unterbewusstsein, aber das Unterbewusstsein könnte dir hier sagen, vertrau auf eine Sicherheit, die dir dann gegeben wird, wenn du selber vielleicht keinen Weg findest. Also ja, eine Lösung, die von außen kommt, die neue Türen öffnen kann. Auch eine Situation, die dich belastet hat, die hier definitiv stabiler wird, ne? Eine andere Qualität, eine andere Balance kriegt. Haben wir hier einige. Das kann etwas sein, ein Herzensprojekt, ja, eine Sache, die dir sehr am Herzen liegt, eine Gelegenheit in der Liebe, ein Gefühl der Stabilität bei irgendetwas, was dir wirklich, wirklich am Herzen liegt, was du in der Vergangenheit schon versucht hast zu bewegen. Es kann ein berufliches Projekt sein, das kann eine Beziehungssache auch sein. Es kann etwas sein, wo man so eine ziemliche Energie angewandt hat, die grob ist, ne? Um irgendwas durchzubeißen, durchzukriegen, durchzubiegen, auf Biegen und Brechen. Aber die Energie, die hier liegt, die wirkt sehr ausgleichend, sehr stabilisierend und die macht unser Leben wieder auf eine andere Art interessant, würde ich mal sagen. Also das ist fast so wie eine kleine Wunscherfüllung auf irgendeine Art und Weise. Für einige kann hier sein, dass sie einen beruflichen Konflikt lösen können oder eine Sache, die sie über längere Zeit verbindlich gedrückt hat. Was ich habe, ist, dass ihr vielleicht auch für euch einstehen dürft, ne? Vorantreten und sagen, so hier, das steht mir zu, das nehme ich mir. Die Karten hier springen sehr schlecht. Nehmen wir die mal, sind gleich 3. Ist die erste gefallen, die als zweites. Okay, hier sind schon wieder mal die Stärche. Seht ihr noch alles? Die Karten sind groß. Der Glücksfall hier, der kann jetzt hier einen Ausgleich betreffen.
eine Zuwendung. Hier haben wir noch den Klee dabei, ne? Eine Chance, eine Möglichkeit, etwas zu wandeln, was einem sehr am Herzen liegt, auf längere Zeit und auch etwas, was einem wieder so rausbringt, dass die Qualität kriegt, wow, juhu, ich zeige mich, egal wie oder was, mit welchen Umständen. Also es ist eine Energie, die auch Trennungen wegnimmt. Wenn du jetzt zum Beispiel überlegst, dass du aufgrund der Finanzen dies, das, jenes nicht mitmachen kannst zum Beispiel, dann kommst du dem Ganzen ziemlich nahe und du sagst, ich habe jetzt die Möglichkeit, mir etwas zu erschaffen oder auch zu verwirklichen, das mich dann auch verbindlich weiterbringt. Wir haben hier auf die längere Zeit die positiven Veränderungen, die neue Türen öffnen, verbunden hier mit Wahlmöglichkeiten, die unser ganzes Leben betreffen oder auch Umstände, wo sich das Leben mal auf den Kopf gedreht hat. Auswege, ne? Entscheidungen, die wir dann treffen können, andere Wege, die wir gehen dürfen, weil wir hier die Mittel zur Verfügung haben. Da jetzt hier der Turm mitgefallen ist und der Arbeitsbereich, kann es jetzt speziell an die Selbstständigen im Arbeitsbereich gehen. Ein Weg, eine Möglichkeit, ein gutes Angebot, ein guter Vertrag, eine neue Idee, ein Herzensprojekt, das umgesetzt werden kann. Oder tatsächlich auch, ihr habt hier aus dem Umfeld raus irgendwas mit den Behörden zu tun, das euch Erleichterung bringt oder Zuwachs oder einen glücklichen Umstand. Also der Klee und der Glücksfall in einer Legung, das ist schon gigantisch. Wir gucken mal, was die anderen Karten noch sagen. Ich lasse mal eine noch draufspringen für den Neumond. Ja, wir haben noch die Botschaft, das Heiligtum. Und wenn die Karte fällt von der verzauberten Wiese, dann kommt sie, um uns daran zu erinnern, dass wir unsere Energie erneuern, dass wir neue Reserven anlegen, energetisch, dass wir unsere Batterien auftanken, dass wir intensive Selbstfürsorge betreiben und dass wir auch Einflüsse im Leben, die uns nicht glücklich machen, bewusst rausschieben. Und das Beste ist halt, dass wir hier halt wirklich die Möglichkeit auch dazu haben, das zu tun. Sich zurückzuziehen, Zeit mit euren Lieben zu verbringen, das kann auch ein Glücksfall sein. Wer hat heute schon Zeit, ne? Dieses sich heimisch fühlen irgendwo kommt ins Spiel. Das Instandsetzen von Dingen, die euch wert sind. Die Besitztümer pflegen sozusagen. Die Beziehungen, ja. Hier kommen sehr viele Energieschübe in der Zukunft. Aber man muss die Zeit auch nutzen, um sich zu kümmern. Also wenn hier Wege entstehen und große Veränderungen kommen, für die du jetzt die Mittel hast, dann brauchst du halt eben auch die Kraft, ne? Eine Grundlage, die du hast. Dann kann alles kommen, ohne dass man sich überwältigt fühlt oder dass es zu viel wird, ne? Also, die Karte steht auch für eine nahe Zeit der Blüte und Entfaltung, für genesende Energie, Erfolg, der aufblüht, ja, alles wunderbar. Aber jetzt erstmal noch auch Energie tanken, um dann die neuen Wege zu gehen. Das sollten wir hier nicht vergessen. Ihr Lieben, wir lassen das so stehen. Ich möchte dieses Reading nicht zerreden. Ich drücke euch eine schöne Phase Vollmond, Neumond und bis bald.